Erinnerst du dich an jemanden, der dir immer freundlich erschien? Jemanden, der nie laut wurde, nie offen grausam war, der immer das richtige Wort zur richtigen Zeit fand und der dir trotzdem, irgendwann, tiefer geschadet hat, als jeder offene Feind es je gekonnt hätte? Vielleicht war es ein Kollege, vielleicht ein Freund, vielleicht jemand aus deiner Familie. Jemand, der nach außen das Bild eines guten Menschen perfekt verkörperte. Und gerade deshalb hast du es nicht kommen sehen. Diese Erinnerung trägt einen bestimmten Schmerz. Nicht den Schmerz eines klaren Angriffs, gegen den man sich verteidigen kann, sondern den verwirrenden, lähmenden Schmerz, der entsteht, wenn die Verletzung von einem Lächeln kommt. Wenn man später, im Rückblick, versucht, die Stücke zusammenzusetzen und merkt, dass nichts wirklich zusammenpasst. Wie konnte jemand so freundlich gleichzeitig so schädlich sein? Diese Frage ist unbequemer, als sie zunächst scheint. Denn sie zwingt dich, etwas anzuzweifeln, das du für selbstverständlich hältst, dass Freundlichkeit ein verlässliches Zeichen für Güte ist, dass ein Lächeln eine ehrliche Botschaft trägt, dass die Menschen, die sanft sprechen, auch sanft meinen, was sie sagen. Aber was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn Freundlichkeit manchmal nicht das Gegenteil von Gefahr ist, sondern ihr perfektestes Versteck? Carl Jung beschäftigte sich sein ganzes Leben lang mit der Frage, warum Menschen Masken tragen. Er nannte diese Maske die Persona, das Gesicht, das wir der Welt zeigen, im Gegensatz zu dem, was wirklich in uns wohnt. Bei den meisten Menschen entsteht ein kleiner, normaler Abstand zwischen Persona und innerem Erleben. Das ist Teil des sozialen Lebens. Aber bei manchen Menschen wächst dieser Abstand zu etwas Größerem. Zu etwas, das man fast als Architektur bezeichnen könnte. Eine sorgfältig konstruierte Fassade, hinter der etwas ganz anderes lebt, als das, was nach außen gezeigt wird. Und je perfekter diese Fassade ist, desto schwieriger wird es, das zu erkennen, was sich dahinter verbirgt. Denk an die Menschen, die in deinem Leben am meisten Vertrauen genossen haben. Wahrscheinlich waren es nicht die lautesten, nicht die aggressivsten. Es waren die sanftesten, die verständnisvollsten, diejenigen, die immer die richtigen Worte fanden, die nie zu fordernd wirkten, die immer verfügbar schienen. Wir vertrauen instinktiv der Freundlichkeit, weil unser Nervensystem sie als Sicherheitssignal liest. Ein freundliches Gesicht aktiviert in uns eine uralte biologische Antwort: Entspannung, Offenheit, Senkung der Verteidigung. Und genau das macht Freundlichkeit zu einem der wirkungsvollsten Werkzeuge, die ein manipulativer Mensch besitzen kann. Nicht jeder freundliche Mensch ist gefährlich. Das muss klar gesagt werden. Die meiste Freundlichkeit auf dieser Welt ist echt, ist warm, ist ein Ausdruck tiefer Menschlichkeit. Aber es gibt eine bestimmte Art von Freundlichkeit, die anders funktioniert. Eine Freundlichkeit, die nicht aus Fülle kommt, sondern aus Strategie. Eine Freundlichkeit, die nicht gibt, weil sie geben will, sondern weil sie etwas zurückerwartet: Kontrolle, Bewunderung, Loyalität, Macht. Und hier beginnt etwas, das viele Menschen nie wirklich gelernt haben zu unterscheiden. Den Unterschied zwischen echter Wärme und kalkulierter Sanftheit. Echte Wärme verlangt nichts. Sie existiert unabhängig davon, ob du sie erwiderst. Kalkulierte Sanftheit hingegen reagiert empfindlich, wenn sie nicht belohnt wird. Sie verändert sich, sobald du nicht mehr tust, was erwartet wird. Sie zeigt manchmal nur für einen Sekundenbruchteil ein anderes Gesicht, wenn sie sich unbeobachtet fühlt oder wenn sie nicht bekommt, was sie wollte. Hast du das schon einmal erlebt? Diesen winzigen Moment, in dem die Maske kurz rutscht? Einen Tonfall, der für eine Sekunde anders klang. Einen Blick, der nicht zu dem Lächeln passte, das ihn umrahmte. Einen Kommentar, der so subtil verletzend war, dass du dich später fragtest, ob du ihn dir nur eingebildet hast. Diese Momente sind keine Einbildung. Sie sind Risse in der Persona. Kurze, flüchtige Blicke auf das, was wirklich darunter lebt. Aber die meisten Menschen ignorieren diese Risse. Nicht aus Dummheit, aus etwas viel Tieferem. Wir wollen nicht glauben, dass jemand, der uns gegeben hat,
was wir brauchten: Aufmerksamkeit, Anerkennung, das Gefühl, wichtig zu sein, gleichzeitig in der Lage ist, uns zu schaden. Unser Verlangen nach diesem guten Gefühl ist stärker als unser Misstrauen gegenüber den Warnsignalen. Und genau hier liegt eine der unbequemsten Wahrheiten, die Jung über die menschliche Natur verstanden hat. Wir sehen oft nicht, was vor uns liegt. Wir sehen, was wir sehen wollen. Diese Erkenntnis führt zu einer noch tieferen Frage. Warum sind manche Menschen besonders anfällig dafür, von freundlich wirkenden Menschen manipuliert zu werden? Liegt es wirklich nur an der Geschicklichkeit des Manipulators? Oder gibt es etwas in uns selbst, das diese Dynamik mitgestaltet? Hier wird es unangenehm. Denn die ehrliche Antwort ist beides. Menschen, die ein tiefes, unbewusstes Bedürfnis nach Anerkennung tragen, oft aus Kindheitserfahrungen, in denen Liebe an Bedingungen geknüpft war, sind besonders empfänglich für jene, die genau diese Anerkennung scheinbar bedingungslos anbieten. Der manipulative Mensch erkennt diese Lücke, oft ohne es bewusst zu analysieren. Er spürt instinktiv, wo Bedürftigkeit liegt, und füllt sie mit genau der Art von Aufmerksamkeit, die am stärksten wirkt. Das bedeutet nicht, dass das Opfer schuld ist. Niemals. Aber es bedeutet etwas anderes, etwas, das schwerer zu akzeptieren ist, dass das, was uns am verwundbarsten macht, oft nicht das ist, was wir an anderen falsch einschätzen, sondern das, was wir an uns selbst nie wirklich verstanden haben. Und hier taucht Jungs Konzept der Projektion in einer neuen, beunruhigenden Form auf. Wir projizieren nicht nur unsere Schattenseiten auf andere. Wir projizieren auch unsere unerfüllten Bedürfnisse auf sie. Wir sehen in einem freundlichen Lächeln das, wonach wir innerlich hungern, und blenden alles aus, was diesem Bild widerspricht. Es gibt eine zweite Schicht in dieser Geschichte, die noch weniger bequem ist. Die Menschen, die am geschicktesten Freundlichkeit als Werkzeug einsetzen, glauben oft selbst, dass sie gute Menschen sind. Das ist keine bewusste Lüge. Es ist etwas viel Komplizierteres, eine tiefe Spaltung zwischen dem, was die Persona zeigt, und dem, was der Schatten antreibt, ohne dass die Person selbst diese Spaltung wirklich sieht. Jung beschrieb, wie der unintegrierte Schatten jene Teile der Psyche, die zu schmerzhaft oder zu inakzeptabel sind, um bewusst anerkannt zu werden, nicht verschwindet, wenn man ihn verleugnet. Er handelt weiterhin, aber er handelt aus dem Verborgenen. Er sucht sich Wege, sich auszudrücken, während das bewusste Selbst überzeugt bleibt, harmlos, sogar gut zu sein. Das bedeutet, manche der gefährlichsten Verhaltensweisen kommen nicht von Menschen, die wissen, dass sie schaden. Sie kommen von Menschen, die sich selbst als die freundliche Persona definiert haben und deren Schatten unbemerkt durch genau diese Freundlichkeit hindurchwirkt. Stell dir das vor. Ein Mensch, der wirklich glaubt, hilfreich zu sein, während er kontrolliert. Der wirklich glaubt, liebevoll zu sein, während er emotional erpresst. Der wirklich glaubt, ehrlich zu sein, während er selektiv verschweigt, was ihm nicht nützt. Diese Menschen sind nicht zynische Strategen mit einem klaren Plan. Sie sind gespaltene Menschen, die ihre eigene Dunkelheit nie integriert haben und die deshalb ihre Wirkung auf andere selten wirklich verstehen. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Es macht sie auf eine bestimmte Weise gefährlicher, weil sie selbst überzeugend sind, weil sie, wenn man sie konfrontiert, oft aufrichtig verletzt wirken und diese Verletzung ist nicht gespielt. Sie glauben wirklich, missverstanden zu werden. Und dieses echte Gefühl von Unschuld macht es für andere fast unmöglich, ihnen mit Klarheit zu widersprechen. Hier entsteht eine der verwirrendsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann, mit jemandem konfrontiert zu sein, der sich selbst zutiefst als gut empfindet, während sein Verhalten Schaden anrichtet. In solchen Situationen beginnt man oft, an der eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Habe ich mir das nur eingebildet? Übertreibe ich? Bin vielleicht ich das Problem? Dieser Zweifel ist kein Zufall. Er ist häufig genau das Ergebnis, das die Dynamik erzeugt, auch ohne bewusste Absicht. Und nun kommt die Frage, die wirklich unter die Haut geht. Wenn freundliches Verhalten gefährlich sein kann,
ohne dass die Person es selbst erkennt. Was bedeutet das für dich? Für deine eigene Freundlichkeit, für die Momente, in denen du gegeben hast, was scheinbar Liebe war, aber eigentlich Kontrolle, für die Male, in denen dein Verständnis für andere in Wahrheit eine subtile Form war, dich selbst sicher zu fühlen, statt wirklich zu geben. Das ist die unbequeme Wendung, die dieses Thema unausweichlich nach innen lenkt. Denn die gefährlichsten Menschen sind nicht nur die anderen. Manchmal ist die schwierigste Erkenntnis, dass auch wir selbst Masken tragen, die wir nie hinterfragt haben. Dass auch in uns ein Schatten lebt, der manchmal durch unsere eigene Freundlichkeit hindurch wirkt, ohne dass wir es bemerken. Eine kleine Bosheit, verkleidet als Sorge. Ein wenig Kontrolle, verkleidet als Fürsorge. Ein bisschen Eifersucht, verkleidet als Ehrlichkeit. Vielleicht ist die wahre Gefahr nicht, dass es Menschen gibt, deren Freundlichkeit eine Maske ist. Vielleicht ist die wahre Gefahr, dass wir alle, in unterschiedlichem Maße, diese Spaltung in uns tragen und dass die meisten von uns sie nie wirklich anschauen. Jung schrieb, dass das, was wir an anderen am stärksten verurteilen, oft genau das ist, was wir in uns selbst nie integriert haben. Diese Idee ist unbequem, weil sie keine Trennlinie mehr zulässt zwischen denen, die schaden, und denen, die verletzt werden. Sie zwingt zu der Frage, welcher Teil von mir selbst trägt eine Freundlichkeit, die nicht ganz das ist, was sie zu sein scheint. Diese Frage hat keine einfache Antwort. Sie soll auch keine haben. Vielleicht ist das Wichtigste nicht, gefährliche Menschen besser zu erkennen, obwohl das wichtig ist. Vielleicht ist das eigentlich Entscheidende, die eigene Fähigkeit zur Selbsttäuschung zu erkennen. Die eigene Bereitschaft, das zu sehen, was wir sehen wollen, anstatt das, was wirklich da ist. Bei anderen und bei uns selbst. Du hast vielleicht heute an jemanden gedacht, während du dieses Video angeschaut hast. Ein Gesicht, eine Stimme, ein Lächeln, das sich plötzlich anders anfühlt als noch vor wenigen Minuten. Aber vielleicht, und das ist die schwerste Frage von allen, hast du irgendwann während dieser Reflexion auch kurz an dich selbst gedacht. Welche Maske trägst du, von der du überzeugt bist, dass sie kein Versteck ist? Und was, wenn die Person, die du am schwersten wirklich durchschauen kannst, nicht diejenige ist, die dir gegenübersteht, sondern diejenige, die dir jeden Morgen im Spiegel entgegenblickt? Wenn diese Frage etwas in dir berührt hat, wenn du das Gefühl hattest, dass dieses Video näher an deinem eigenen Leben war, als du erwartet hast, dann abonniere diesen Kanal. Hier sprechen wir über die Wahrheiten, die die meisten Menschen lieber vermeiden. Über die Schatten, die wir in anderen sehen, und die Schatten, die wir in uns selbst übersehen. Wenn dieses Video dich zum Nachdenken gebracht hat, über jemanden in deinem Leben oder über dich selbst, dann abonniere den Kanal und teile diese Reflexion mit jemandem, der sie vielleicht braucht. Manchmal verändert eine einzige unbequeme Wahrheit die Art, wie wir die Menschen um uns herum für immer sehen.